Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und diesen Monat wird es beim Demo-Doppel bereits winterlich. Angela von der Stempel-Familie und ich zeigen die Ideen zur Produktreihe Bärenstarke Weihnachten von Stampin' Up. Bei mir gibt es heute eine Verpackung, eine Kronenbox. Name ist bezeichnend, oben ist eine kleine Krone drauf. Die eignet sich hervorragend, um kleine Geschenke oder Mitbringsel zu verpacken. Am Ende meines Videos verlinke ich dir die heutige Anleitung von Angela und in der Beschreibung unterm Video findest du alle Videos vom Demo-Doppel. Ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Wir verwenden, wie gesagt, die Kollektion Bärenstarke Weihnachten. Dazu gehört das Stempelset Zauberhafte Tage und eine Handstanze, passend zu einem der Bären. Leider nicht zu allen. Ich liebe ja Stanzen und Stanzformen, aber man kann nicht alles haben. Und dann gibt es eine ganze Menge dazu. Gleich am Anfang im Mini-Katalog von Stampin' Up haben wir hier vorne einmal Designerpapier. Das ist mehr so grünstichig. Naja, grünstichig nicht, aber überwiegend grün. Und davon werden auch 3 € für einen guten Zweck gespendet. Finde ich immer gut. Und dann gibt es noch eine komplette Kollektion. Wie gesagt, die beiden Sachen. Dann gibt es ein Prägefolder, nochmal Designerpapier. Das ist mehr so in Blautönen gehalten. Und eine ganze Menge Zubehör. Schau es dir mal im Katalog an. Wenn du noch keinen hast, sag mir Bescheid, dann schicke ich dir noch einen zu. So, wie gesagt, die Kronenbox. Ich räume mal alles so ein bisschen beiseite. Du benötigst dafür ein Stück Farbkarton in A4, 4 Stück Farbkarton in einer anderen Farbe in 9,6 x 6,6 und 4 kleine Stück Designerpapier in 9 x 6 cm. Und ein Stück Band, meins ist ca. 30 cm lang. Ich habe jetzt nicht das aus der Kollektion genommen, sondern ein älteres, weil das so gut zu dem Grünton passt. So. Gucken, dass hier genug Platz hat. Du legst das Stück Farbkarton in A4 in der langen Seite an und faltest dann bei 7, bei 14, bei 21 und bei 28 cm. Also bei 7, 14, 21, bei 28 cm. Das hier hinten ist unsere Klebelasche. Dann nochmal bei der kurzen Seite angelegt. Und einmal bei 4. Ich gucke mal, dass es oben und unten passt. Wenn es hier oben dann nicht ganz genau ist, dann liegt was am Papier. Wichtig ist, dass die Seite richtig ist. So, einmal bei 4 und einmal bei 14 cm. Jetzt kommen hier Querlinien rein. Und zwar hier oben in das obere Feld. Jeweils Kreuze sozusagen. Das kann man mit dem Papierschneider oder Falzbrett machen. Ich tue mich da ein bisschen schwer bei und nehme deshalb lieber den Aufhebhelfer mit der Falzkante. So, muss ich mal richtig hinlegen. Hier, man sieht das glaube ich gar nicht so richtig gut. Nee, doch jetzt. Hier ist das Kreuz von den beiden Falzlinien. Da setze ich meinen Aufhebhelfer mit der Falzspitze dran und richte dann mein Lineal auf die andere Ecke aus und gehe dann einmal hin und zurück. Wenn ich es mit dem Falzbrett mache, komme ich hier unten meistens ein bisschen zu weit rüber. Das finde ich doof. Das sieht dann nicht gut aus. So, und das bei allen 4 Rechtecken hier oben. Und ich gehe immer einmal hin und einmal zurück, damit die Falzlinie auch wirklich schön dick tief eingeritzt ist. So, einmal die eine Richtung und dann jetzt noch die andere. Da mache ich das genauso. Ich lege hier das an, richte mein Lineal aus und falze. Ich finde auch gar nicht das Schwierige, die Falzlinien einzuzeichnen bei dieser Box, sondern sie nachher richtig in die richtige Richtung zu knicken. Aber wenn man das erst einmal gemacht hat und ein Beispiel hat, dann geht das auch wirklich ganz leicht. So. Jetzt haben wir hier so Kreuze drauf.
Und dann, ich zeichne das einmal auf, haben wir also hier unser Kreuz und hier oben ziehen wir auch noch eine Falzlinie in allen Vieren. Und zwar wirklich nur im oberen Stück. So, das war es auch schon an Falzlinien. Dann können wir hier einmal alle Falzlinien klicken, falzen. Erst einmal die beiden großen, die langen. Dann mache ich hier noch die geraden. Das hilft mir gleich, um die Querlinien besser zu falzen, wenn ich die hier schon ordentlich vorgefalzt habe. So, und da kann ich mir hier oben, das Ecke geht immer noch ganz gut, aber hier, dann klickt es sich dadurch, dass wir es hier schon geknickt haben, lässt es sich hier deutlich besser knicken. So. Und das bei allen Vieren, gucken, dass man hier schön reinkommt. Wer möchte, kann das jetzt auch noch mal hier hinlegen und noch mal so nachfalzen, die wirklich scharfkantig sozusagen sind. So, einmal in die eine Richtung und dann noch die andere Richtung. Ja. Wie gesagt, dieses Falzen finde ich wirklich das Schwierigste daran. Linien einzeichnen war es gar nicht. Aber wenn wir das hier gleich fertig haben, sage ich mal, ist das Schlimmste auch erledigt. So, jetzt sieht man auch die Linien besser. Und jetzt mache ich noch die kleinen hier oben und die knicke ich auch so, dass quasi hier so ein Dreieck entsteht. Ich zeige das einmal hier in der grünen Box. Die stehen hier nämlich hinterher auch nach vorne ab, deshalb falze ich sie jetzt auch schon nach vorne. So, das hätten wir. Dann schneiden wir hier unten von der Klebelasche das untere Stück bis zur ersten Falzlinie raus. Und was ich auch noch mache, ist, dass ich hier oben ordentlich schräg ansetze. Wenn ich das nachher zusammenklebe, steht das nämlich nicht ab. Dann schneide ich hier unten die 4 Laschen noch ein. Und bevor ich jetzt meinen Farbkarton und mein Designerpapier aufklebe, setze ich noch Löcher. Und zwar von der Klebekante ausgehend in das erste Feld, in die beiden Dreiecke und in das dritte Feld. Da wird hinterher das Schleifenband nämlich durchgezogen. So, ich nehme dafür hier meine Lochzange. Also wie gesagt, einmal in das erste Feld direkt neben der Klebekante. Und in das dritte Feld. Und dann sieht unser Farbkarton so aus. Und jetzt kommt schon der schöne Teil. Wir können zusammenkleben. Das ist einfach mal schön, finde ich. Ich habe ja auch die Farben aus dem Katalog aufgenommen. Ich gucke mal schnell, dass ich auch die richtigen nenne. Chili und nee, Gartengrün habe ich nicht genommen, sondern, na, wo ist es?
Ich habe Olivgrün genommen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe Waldmus genommen. Jetzt finde ich das hier nicht. Kann nicht sein. Da. Da. Olivgrün habe ich genommen. Weil das halt hier drin vorkommt und ich auch diesmal aus dieser Reihe das Designerpapier genommen habe. Da kommt, was erzähle ich denn? Blutrot und Olivgrün, passend zum Designerpapier. Ja, das habe ich hier ganz toll gemacht. Also lerne immer erst alles festkleben, bevor man sich was anderes greift. Darauf achten, dass der Abstand überall gleich ist. Das sind 2 mm. Diesmal nicht in meine Standardgrößen 2,5 mm gemacht, weil ich ein bisschen mehr einfach einen Hintergrund haben möchte. Und von der roten Box ist ja oben an der Krone dann auch noch genug zu sehen. Und du siehst, von hier geht das wirklich ganz fix. So, dann zeige ich einmal. Hier habe ich, jetzt gucke ich mal, hier ist mein Anfang. Hier habe ich nämlich das Designerpapier so geschnitten, dass es durchgehend sich einmal drumherum wickelt, sozusagen. Dass der Eisbär hier nicht nur kopflos oder hinternlos ist. Der Baum ist vollständig. So kann man das einmal machen. Hier war es mir egal bei dem Designerpapier, das habe ich einfach stückchenweise aufgeklebt. Und bei den Geschenkschachteln ist mir das jetzt auch egal. Die könnte ich natürlich auch in der richtigen Reihenfolge machen, finde ich jetzt aber nicht so wichtig. Obwohl, ne, die müsste ich jetzt erstmal hier passend zusammenbauen. Da, die beiden gehören zusammen. Da passt keins dran. Das heißt, das sind meine beiden rechten Stücke. Dann kommt dieses hier. Ah, sieht doch schon ein bisschen schöner aus, wenn man es so macht. Aber wie gesagt, bei den Tannen hier oben, da fällt das gar nicht so sehr auf. Dann klebe ich die hier auch mal in der richtigen Reihenfolge drauf. Na. Und wieder schön mittig. Das hier mit den zweiten Löchern ist hinterher das vordere Element. Wenn man da also jetzt schon was Besonderes draufsetzen möchte, vielleicht gar kein Designerpapier, sondern seinen Spruch draufsetzen möchte auf ein Stück weißen Farbkarton oder so, sollte man das berücksichtigen. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus hier mit der durchgehenden Geschenkeschachtel rein hier so. So, dann können wir auch schon zum Kleben kommen. Kleber habe ich hier heute schon mal gesehen. Ah, da. So, ich klebe hier seitlich 2 Streifen doppelseitiges Klebeband drauf auf die Klebelasche. Dann auf die beiden, wo die Löcher drin sind, klebe ich auch schon auf dieser Seite Klebeband drauf. Und klebe das Ganze jetzt zusammen. Na, komm schon. Dafür drehe ich es um, klappe die Seite mit der Klebelasche einmal um und lege das wirklich ganz flach drauf. Guck, dass oben und unten meine Kanten gleichmäßig übereinander kommen. Wer sich da unsicher ist, nimmt lieber ein bisschen Flüssigkleber. Dann kann man noch ein bisschen schieben. So, drehe es nochmal, damit ich es schön feststreiche.
Und jetzt sieht man, hier ist ja unsere Klebekante, deshalb ist das hier unsere hintere Seite, damit man die nicht von vorne sieht. Dann nehme ich hier den Kleber, stelle mir die mal so auf, damit das leichter ist. Dass das schön rechteckig ist, setze die eine Seite drüber und damit die andere auch wirklich gut hält, mache ich hier auch noch mal einen Klebestreifen drauf. So, einfach um und drücke das Ganze von innen noch mal schön fest. So. Dann kommt jetzt mein Band. Und zwar hier ist unsere Klebelasche, also fädel ich das Ganze von hier hinten ein. So. Und durch die vorderen Löcher auch noch mal. Habe das Band schon drin. So, jetzt geht es ans Klinken. Mal den zum Vergleich hin. Diese beiden, die Kanten, stehen nach außen. Und wie ich vorhin schon sagte, der geht auch nach außen. Das heißt, wir klinken das einmal für alle Seiten schon so vor. Ich halte diese beiden fest und klinke den nach außen. Und schon ist die Kronenform entstanden. Dann mache ich das hier vorne zu. Bisschen eindrücken und festhalten gut. Ja, das Band sollte vielleicht ein bisschen länger sein. 30 cm ist ein bisschen kurz. Aber ich kann es hier auch noch ein bisschen fester ziehen, damit das hier oben auch wirklich geschlossen ist. So, verschlossen. Jetzt möchte ich es natürlich noch verziehen. Hier habe ich den Bären aus dem Designerpapier ausgestanzt und die Wintergrüße dazu genommen und das Stanzset Basics mit Pep verwendet. Das hat hier ganz viele verschiedene tolle Formen und ich mag das hier, wenn das so eingerückt ist. Das habe ich hierfür verwendet. Hier für die Wintergrüße in klein. Für meinen hier habe ich eine Nummer größer genommen. Und hier zum Beispiel habe ich gar nichts, weil das Designerpapier schon so schön ist. Da wollte ich nichts drüber machen. Da habe ich einfach den Bären oben am Papier, am Band befestigt. Zwar einmal ausgestanzt, einmal noch im neutralen Farbkarton ausgestanzt und das Band dazwischen geklebt. Finde ich auch eine ganz süße Sache. So. Und hierfür, jetzt gucken wir mal, wo hinten ist. Da ist hinten. Hin und wieder ist ja beim Designerpapier das, was nur so seitlich so eine am Rand ist. Das kann man aber auch ganz toll nutzen. Ich habe die Tanne genommen. Wie gesagt, für die Tanne gibt es auch ein eigenes Stempel- und Stanzset noch. Da kann man die Tanne dann auch ganz toll in unterschiedlichen Größen ausstanzen. Finde ich eine coole Sache, muss ich sagen. Den möchte ich jetzt mit den Dimensionals einmal aufkleben. Ja, vielleicht ein bisschen verschwenderisch, aber das macht nichts. Soll ja auch gut halten. Ja. Und wie gesagt, ich finde, das kann man ganz toll für kleine Verpackungen, für kleine Geschenke nehmen. Das ist eine niedliche Verpackung und sieht richtig hübsch aus oben mit dem Krönchen drauf. So, meine Tannen klebe ich hier wirklich ganz an den Rand über den Farbkarton und aus dem Designerpapier, da gab es auch noch so einen Babybären. Den habe ich auch noch.
Den machen wir auch mit Dimensionals. Dann ist das hier richtig 3D in mehreren Schichten. Den habe ich natürlich von Hand ausgeschnitten. Das ist aber ganz fix gemacht. Und den setze ich hier unten davor. Der freut sich über die Geschenke. Dann haben wir hier noch das Schild. Gucken wir mal, das bringe ich so an, aber das klebe ich tatsächlich fest. Bringe hier mein doppelseitiges Kleber nur in der Mitte an, damit es nicht, wenn es irgendwo übersteht, hier hinten mit festklebt. So. Und schon ist die Box fertig. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Halt, so. Und du bastelst die Box mal nach. Guck dir auf alle Fälle auch Angelas Video an. Wie gesagt, ist jetzt gleich im Anschluss verlinkt. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht hast. Dann wünsche ich dir viel Freude beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.